Kalte Wohnung, leerer Kühlschrank, nicht kochen, nicht heizen und im Dunkeln wohnen, das ist für viele Rentner, Geringverdiener, Alleinerziehende und Arbeitslosengeldempfänger eine Horrorvorstellung. Wird ein Chaos losbrechen? Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch hier unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, auch zur Vorbereitung der Steuererklärung, aber speziell für Rentner natürlich ebenfalls gratis. Die Gasumlage steht. Mit den 2,419 Cent je Kilowattstunde plus 7% Mehrwertsteuer werden hunderte Stadtwerke gerettet. Wer muss die Gasumlage zahlen? Die Gasumlage müssen Privathaushalte und Unternehmen zahlen, die Gas verbrauchen. Das betrifft etwa die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland. Die Gasumlage ist eine verbrauchsabhängige Sonderumlage. Müssen wir uns auf immer weiter steigende Gasrechnungen einstellen? Ob die Umlage im Januar 2023 erneut angehoben werden muss, wird sich zeigen. Abhängig ist das unter anderem vom Verbrauch, aber auch vom Wetter. Die Umlage beginnt zum 1. Oktober, also zu Beginn der Heizperiode. Ab dem 1. Oktober 2022 muss diese Umlage von den Bürgerinnen und Bürgern auf die Kilowattstunden Gas draufgezahlt werden, damit Energieunternehmen die Differenz zwischen den aktuellen hohen Einkaufspreisen auf dem Markt und den günstigen Vertragskosten der Kunden ausgleichen können. Das mag solidarisch im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg klingen, doch die Frage lautet: Kann die Bevölkerung diese Kosten überhaupt stemmen? Die Bundesregierung wollte die Mehrwertsteuer eigentlich verhindern und so dafür sorgen, dass der Staat eben nicht mitverdient. Die EU-Kommission lehnte das aber ab. Nach europäischem Recht ist nicht vorgesehen, auf die Mehrwertsteuer zu verzichten. Der rechtliche Rahmen lasse keine Ausnahme zu, schrieb der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in einem Brief an Finanzminister Christian Lindner. Die Ampelkoalition will nun den ermäßigten Steuersatz von 7% auf den gesamten Gasverbrauch nutzen. Das würde den Geldbeutel natürlich schon mehr entlasten oder überhaupt erstmal eine gute Sache. Deutschland gilt in der Regel ein Mehrwertsteuersatz von 19%. Auf ausgewählte Waren fallen aber 7% an. Die jetzt verkündete Steuererleichterung soll für den Zeitraum der Gasumlage gelten, also bis Ende März 2024. Eigentlich ist es ein Hohn. Die Bundesregierung will die Bürger mit Heizkostenzuschüssen und anderen Entlastungspaketen entlasten und führt im Gegenzug eiskalt die Gasumlage ein. Die EEG-Umlage fällt weg und eine neue Umlage wird eingeführt. Ab Oktober müssen die Gasversorger noch weitere Umlagen zahlen, die auch auf die Verbraucher umgelegt werden können. Hierbei handelt es sich um die Regelenergieumlage und um die Gasspeicherumlage. Können sich Rentner und Geringverdiener künftig noch ein Auto, ein Laptop oder ein Smartphone leisten? Wir sollen alle sparen, aber wo soll man anfangen, wenn bei vielen schon jetzt das Geld nicht bis zum Monatsende reicht? Wer wenig Geld hat, spart ja eh schon überall, wo es geht. Zitat von Robert Habeck: Wir haben kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. Zitat Ende. Nicht die privaten Gaskunden haben sich in die fatale Abhängigkeit eines einzigen Lieferanten und von einem einzigen Energieträger begeben. Das war ein gravierender ökonomischer Fehler, den die Konzerne und mit ihnen die Politik zu verantworten haben. Und dafür bezahlen jetzt die Kunden, die keinerlei Einfluss hatten. Die Frage, die nie gestellt wird, sollte sein: Bezahlen die Unternehmen uns das Geld, was eigentlich ja Kredite darstellt, irgendwann wieder zurück,
wenn die Unternehmen wieder Millionen, Milliarden Gewinne machen? Na wohl eher nicht. Wie immer, Gewinne werden privatisiert und Verluste werden verstaatlicht. Aber der Deutsche, der lässt ja einfach sich alles gefallen. Die Regierung sagt, wir müssen in schlechten Zeiten zusammenhalten. Aber in guten Zeiten dann die Gewinne einsacken und nicht nach unten verteilen, das ist die Realität. Man wird so unglaublich abgezockt in diesem Land. Also das ist wirklich so unfassbar. Ich könnte mich da jedes Mal drüber aufregen. Es wird immer von Entlastungen geredet, aber es kommt einfach nichts an. Die Politiker leben in so einer unglaublichen Traumwelt. Also die kriegen gar nicht mit, was im Volk passiert. Was kommt also alles auf uns zu? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Gaspreise haben sich seit Juni verdreifacht. Für den Herbst zeichnet sich ein weiterer dramatischer Preisanstieg an. Die Gasumlage wird ab 1. Oktober 2022 eingeführt. Die Regelenergieumlage sowie die Gasspeicherumlage könnten auch auf die Verbraucher umgelegt werden. Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und Handel legen ihre gestiegenen Energie- und Gaskosten natürlich auf die Produkte um. Es geht längst nicht nur um die Gasumlage. Durch die Rentenanpassung zum 1. Juli 2022 müssen über 100.000 Rentner erstmals eine Steuererklärung einreichen. Ob eine Steuerlast anfällt, ist vom Einzelfall abhängig. Es geht nicht nur um den kommenden Winter, sondern mindestens um 2 harte Winter, sagte der Chef der Netzagentur Klaus Müller in einem Interview. Dieser Winter wird hart. Doch der folgende, der könnte noch härter werden. Der richtige Zeitpunkt, Energiesparmaßnahmen zu treffen, ist jetzt. Im Winter ist es dafür bereits zu spät. Finanzielle Unterstützung für einen breiten Kreis der Bevölkerung muss einfach auf den Weg gebracht werden. Viele werden diese enorme finanzielle Mehrbelastung einfach nicht stemmen können. Ja, das waren heute meine wichtigen Informationen für euch, meine lieben Zuschauer. Schreibt eure Fragen und Anregungen wie immer in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.